Unterwegs, seit 7 Jahren auf einer Reise um die Welt. Über 30 Länder haben wir besucht, 3 Dutzend Grenzen überquert. Im Flugzeug, im Zug, im Bus, im Auto, auf dem Fahrrad, zu Fuß. Und mit jedem neuen Stempel im Reisepass vor allem im Kopf. Je länger wir reisen, desto durchlässiger werden die Striche auf der Landkarte. Denn eine Grenze ist kein Naturgesetz. Sie folgt keinem Fluss, keinem Gebirge, keiner Himmelsrichtung, sondern Interessen, Privilegien, Macht. Sie ist eine Geschichte, die wir uns erzählen, um Linien zu ziehen, wo nie welche waren, um das vermeintlich Fremde vom Vertrauten zu trennen, in wir und ihr. Doch wovor haben wir eigentlich Angst? Hebt man den Blick über die Mauer, sieht man nur Menschen. Menschen, die lachen und weinen, die träumen und zweifeln, die lieben und geliebt werden wollen. So wie wir. Man sieht die Welt als Wald, in der jeder Baum für sich steht und doch verbunden ist mit dem, was ihn umgibt. Über die Erde, die ihn trägt, über die Luft, die ihn durchdringt, über die Sonne, die ihn wärmt und das Wasser, das ihn tränkt. So wie wir. In den vergangenen Wochen sind wir quer durch China gereist, bis an eine Grenze, die so verschlossen ist wie keine andere und gerade deshalb mehr über unsere Welt verrät als jede andere. Hallo Freunde, hallo aus Dandong. Wir haben unsere China-Reise ja ungefähr vor einem Monat gestartet im Südwesten des Landes und sind mittlerweile im Nordosten des Landes angekommen, unmittelbar an der Grenze zu Nordkorea. Hier einmal über dem Fluss ist Nordkorea. Ja, hier gibt es skurrilerweise so eine Art Nordkorea-Tourismus. Also viele Chinesen kommen hier hin und filmen auf die andere Seite und gucken auch durch Ferngläser. Also die Faszination für dieses geheimnisvolle, verschlossene und ja, ein bisschen auch gruselige Land besteht nicht nur bei uns Westlern, sondern auf jeden Fall auch bei den Chinesen selbst. Es ist unnormal neblig, so als würde das Wetter uns auch ein bisschen den Blick in dieses Land nach Nordkorea irgendwie verschließen wollen. Wir sind auf jeden Fall mal gespannt und schauen uns jetzt ein bisschen hier um. Auf jeden Fall irgendwie ein komisches Gefühl, hier zu stehen und zu wissen, beziehungsweise nicht zu wissen, was auf der anderen Seite dieses Flusses so abgeht. Schaut man auf die Landkarte, sieht Dandong aus wie jede andere Provinzstadt in China. Und streift man durch die Straßen, ist sie das auch. Hochhäuser, Neonlichter, ein bisschen Mau, ein bisschen Hotpot. Doch wer genauer hinsieht, findet Spuren einer anderen Kultur. Und eine Grenze, die hier nicht nur 2 Länder trennt, sondern 2 Welten. Willkommen in Dandong, dem größten und wichtigsten Grenzort zwischen China und Nordkorea, dem Nadelöhr des Überlebens für ein isoliertes Regime. China ist Nordkoreas wichtigster Handelspartner. Und fast alle Waren, die ins Land der Kim-Dynastie gelangen, passieren diese Stadt. Doch während die Grenze durchlässig ist für Güter, bleibt sie versiegelt für Menschen. Die wenigen Nordkoreaner, die auf dieser Seite des Flusses leben, betreiben Restaurants oder arbeiten in staatlich vermittelten Jobs. Sie führen ein stilles Schattendasein, streng überwacht, in der Zange zweier autoritärer Systeme. Dandong ist nicht nur eine bizarre Grenzstadt, sondern ein bizarrer Touristenort. Für überwiegend chinesische Besucher, die Fotos von einem Fluss knipsen, der einem Graben gleicht, die nordkoreanische Zigaretten kaufen und wertlose Geldscheine. Die mit Ferngläsern in ein graues Nichts starren und sich vermutlich genauso wie wir fragen, was ist das da drüben? Diese Häuser, an denen kein Licht brennt, dieses Riesenrad, das sich nicht dreht, diese scheinbar tote Stadt, ist das Realität oder nur Kulisse? Das wohl bekannteste Wahrzeichen Dandongs ist die Broken Bridge, ein Symbol für das historische Band zwischen China und Nordkorea und ein Mahnmal für die gemeinsame Angst vor dem Westen. Denn vor rund 70 Jahren begann hier der erste Stellvertreterkrieg des Kalten Krieges zwischen der Sowjetunion und der USA. Korea wurde zum Schachbrett zweier Supermächte, ein Spiel, das Hunderttausende Menschen das Leben kostete. In diesem Krieg kämpfte China an der Seite der Sowjets und Dandong wurde zum militärischen Drehkreuz. Chinesische Soldaten überquerten von hier aus den Yalu-Fluss, bis amerikanische Bomben die Brücke zerstörten, um genau das zu unterbinden. China ließ die Trümmer stehen
und so können Besucher heute bis zur Mitte des Flusses auf ihr flanieren, wo sie plötzlich endet. Wie eine Straße, die nie zu Ende gebaut wurde. Wie eine Hoffnung, die bis heute darauf wartet, dass man sie endlich einlöst. Dandong ist ein Fenster in ein Land, das sich nicht öffnen lässt. Und vielleicht liegt genau darin die Faszination. Dass man nichts wissen kann, nur ahnen. Dass dort Menschen leben, deren Stimmen wir nie hören werden. Und dass jede Beobachtung mehr über uns erzählt als über sie. Dandong ist nicht nur eine Stadt am Rand einer Karte. Sie ist ein Spiegel einer Welt, die aus den Fugen geraten ist. Weil wir immer wieder auseinanderreißen, was eigentlich zusammengehört. Wenn es möglich wäre, jetzt so quasi ein Visum zu beantragen für Nordkorea und hier einfach über die Brücke zu spazieren und ins Land rein, würdest du es machen? Ich weiß nicht. Klar hat man so ein Interesse, was jetzt drüben los ist und was da abgeht. Aber dadurch, dass man nur das sieht, was sie dir zeigen wollen, ist es für mich halt nicht so interessant. Weil das wahre Leben in Nordkorea sieht man dann halt nicht, ne? Ja. Wie siehst du das? Ja, auch wenn ich mich frei im Land bewegen dürfte, Ja. würde ich das auch machen. Würde ich das sehr gerne. Ich glaube, da bin ich ja nicht alleine. Ich glaube, sehr viele Menschen würden sich dieses Land dann auch gerne anschauen. Weil, wie du ja gesagt hast, man ja sonst entweder überhaupt nicht rein kann oder wenn man rein kann, dann halt nur geführt und dann sehr limitiert. Und dann ist es halt eher so eine Propagandaveranstaltung. Jetzt auf Social Media oder auf YouTube vor allem, weißt du? Dann ist es ja immer so, wird es ja immer so groß gemacht, oh, ich reise nach Nordkorea und so. Aber im Endeffekt hat man ja gar nicht die Möglichkeit, irgendwie wirklich durchs Land zu reisen. Ja. Also es ist dann wirklich nur so ein wirklich krass vorgegebenes Programm, wo man halt nicht mal wirklich mit echten Menschen interagiert, sondern mit ausgewählten Darstellern. Weißt du, und das ist dann halt wirklich für mich einfach komplett. Also was soll mir das? Ja, das ist so, wie wenn man in den USA an die Universal Studios fährt und sich einfach nur so ein Set anguckt. Ja. Und so habe ich das Gefühl halt auch bei Nordkorea. Ich war da halt noch nicht und ich habe so eine Tour noch nicht gemacht, aber das, was ich gesehen habe über Videos, sah sehr danach aus. Und dann denke ich mir so, ja, okay, das ist jetzt nicht das, was mich an einem Land interessieren würde. Wird sich Nordkorea zu unseren Lebzeiten öffnen? Also nicht nur für Ausländer, Ja, sondern halt auch vor allem werden die Nordkoreaner selbst auch mal ihr Land verlassen können, ohne fliehen zu müssen und ihr Leben riskieren zu müssen, sondern wirklich halt so ganz normal, so wie wir es auch dürfen und können in Deutschland. Ich hoffe es, aber ich weiß es nicht. Ist halt schwierig, ne? Irgendwie ist im Moment so eine Zeit, wo sich die Welt und die Länder wieder viel mehr verschließen und viel mehr für sich sein wollen. Aber es wird auch wieder eine andere Zeit geben, deswegen kann man es nicht sagen. Aber es gab ja auch eine Mauer zwischen dem Westdeutschland und Ostdeutschland und hat sich halt auch dann geändert, ne? Konnten sich die Leute vielleicht irgendwie 20 Jahre vorher auch nicht vorstellen. Und dann ist es doch passiert. Deswegen, wer weiß. Ja, manchmal passieren ja solche historischen Umbrüche auch. Manchmal geht es dann auch recht schnell. So. Schneller als man denkt, ja. Genau. Reisen ist im besten Fall Begegnung, Austausch, Verstehen und im schlimmsten Fall plumper Voyeurismus. An diesem grauen Morgen ziehen feine Schleier durch die Straßen von Dandong. Es ist einer dieser Tage, an denen selbst die Geräusche gedämpft scheinen und der Blick auf die Welt umso lauter wird. Der Nebel hängt schwer über dem Fluss, der China von Nordkorea trennt. Der Asphalt glänzt feucht. Ein paar Verkäufer stehen frierend in leeren Gassen. Wir steigen in ein Taxi und fahren hinaus. Vorbei an neuen Hochhäusern und alten Ruinen. An verblassten Plakaten und rostigen Zäunen. An Stacheldraht und Wachposten.
in die Hügel vor der Stadt, zur chinesischen Mauer. Hier, tausende Kilometer entfernt von Peking, stehen ihre ersten oder letzten Steine. Sie markieren das Ende Chinas oder vielleicht den Anfang. Und während der Regen leise auf das alte Mauerwerk fällt, blicken wir hinüber. Auf Felder, die aussehen wie überall sonst, auf Vögel, die durch den Himmel ziehen, auf Fische, die durch den Fluss schwimmen und auf Menschen, die gefangen sind. Wir stehen da und starren, als seien sie Tiere im Zoo. Wir haben uns eine Welt erschaffen, die nach Sensation schnappt wie ein Taucher nach Luft. Als hätten wir uns so sehr an Katastrophen gewöhnt, dass wir ohne nicht mehr können. Und so wird alles zum Spektakel. Wir blicken auf das Leid der Welt wie auf einen Film. Wir fühlen kurz mit und scrollen dann weiter. Wir schauen hin, wenn es uns passt, und dann wieder weg, wenn es zu nahe kommt. Wir reisen in Länder, in denen es Menschen weitaus schlechter geht als uns, und ziehen fort, wenn wir genug haben. Das ist vielleicht das größte Privileg, das wir im Westen genießen. Wir blicken in den Abgrund, ohne je mittendrin zu stehen. Und vielleicht führt genau das zu der Frage, die im Grunde um alle großen Themen unserer Zeit kreist. Was machen wir mit diesem Privileg? Wir werden heute Dandong verlassen und in den Zug nach Peking steigen. Bevor es losgeht, habe ich noch schnell unser erstes China-Video auf YouTube hochgeladen. Und ganz ehrlich, ohne Surfshark wäre das komplett unmöglich gewesen, denn in China ist fast alles gesperrt. YouTube, Netflix, Instagram, WhatsApp, Gmail, selbst Google funktioniert hier nicht. Also ohne VPN keine Chance. Zum Glück haben wir Surfshark, einen der besten VPN-Anbieter weltweit. Mit nur einem Klick ändert sich unsere IP-Adresse auf Deutschland und ja, plötzlich ist alles wieder verfügbar. Surfshark leitet nämlich den gesamten Internetverkehr durch einen sicheren VPN-Tunnel. Dabei können wir aus über 3200 Servern in 100 Ländern wählen und damit nicht nur sicher, sondern auch flexibel und blitzschnell surfen. Ja, ob beim Hochladen unserer Videos, beim Recherchieren oder einfach beim Kommunizieren mit Familie und Freunden. Surfshark war auf all unseren Reisen ein treuer Begleiter und hier in China wirklich, ohne zu übertreiben, unser wichtigster Reisebuddy. Also, wenn ihr selbst im Ausland sicher surfen oder gesperrte Inhalte freischalten wollt, geht einfach auf www.surfshark.com/Notizen oder benutzt bei eurer Bestellung unseren Rabattcode Notizen. Damit sichert ihr euch 4 zusätzliche Monate Surfshark for free. Den Link findet ihr wie immer auch in der Videobeschreibung. Also, unbedingt ausprobieren und 1000 Dank an Surfshark. Ja, die Zeit neigt sich jetzt dem Ende zu, ne? Ja, wir sind in Peking, unserem letzten Stop in China. In 3 Tagen läuft unser Visum ab, dann müssen wir das dann verlassen. Ja, wir nutzen die kurze Zeit, um die klassischen Sehenswürdigkeiten abzuklappern. Und ja. Aber wir sind schon gesättigt, das muss man schon ehrlich sagen, so von Sightseeing, oder? Ja, ich glaube, ich auf jeden Fall, ja. Wir haben es ja auch damals in den Videos auch erwähnt, die so im Zusammenhang mit der von Indien zurück nach Deutschland nach 5 Jahren Weltreise, also diese Videoreihe, da haben wir ja auch des Öfteren gesagt, dass so dieses Sightseeing, dass das ein bisschen so, ja, Fast Food des Reisens so ein bisschen ist. Mhm. Und dass es jetzt nicht unsere Favorite Reiseart ist, irgendwie Sehenswürdigkeiten abzuklappern und dass es nicht das ist, was wir so am Reisen lieben und schätzen.
Und ja, das ist halt, hat sich halt hier jetzt auch ein bisschen auch bestätigt natürlich. Das ist doch hier irgendwie Next Level. Ja, es Muss ist ich halt, teilweise es ist halt sehr, sehr oberflächliches Reisen, das muss man halt einfach so sagen. So, also so auch wie die Locals das hier machen, so, also kein Hate und kein Offense. Das ist halt so, wenn man arbeitet und halt nur begrenzte Zeit hat und man will etwas sehen und man hat aber nicht so viel Zeit und dann macht man das auf diese Art und Weise. Ich kann das alles nachvollziehen so, aber für uns persönlich ist es halt einfach nicht so das Wahre so. Also halt irgendwo kurz hinfahren, aussteigen, einfach ein paar Fotos machen und dann wieder rein und weiter und so weiter. Also das ist halt so ein bisschen sehr, sehr ja, oberflächlich einfach. Ich glaube, hier konnte ich drüber lachen und konnte besser damit leben. Und irgendwie, weil wir es lange nicht gemacht haben, war es so, ja, okay. Genau, wir haben es darauf kann ich mich einlassen. Aber ich glaube, wenn das nächste Land genauso wäre, würde ich sagen, so, okay, lass uns lieber was anderes machen. Weil nochmal... Ja, das war jetzt für mich auch eine einmalige Sache so. Es hat halt hier aus mehreren Gründen einfach gepasst, weil wir noch nie in China waren, weil China ein großes Land ist, weil wir nur begrenzt Zeit haben. Und ja, aber jetzt hat man so einen guten Eindruck bekommen, so ein gutes Gefühl dafür bekommen, was dieses Land ist. Und ja, nächstes Mal, wenn wir wiederkommen, machen wir es auf jeden Fall ganz anders. Also dann beschränkt man sich wieder ganz klar auf eine Region und macht dort seine Sachen. Es war ja auch vieles nicht klar im Vorfeld mit, wie wird es überhaupt mit Filmen sein? Werden wir auffallen im Sinne von, wenn wir mit der Kamera rumlaufen? Wir führen ja normalerweise auch Interviews in den Videos und das wollten wir halt eigentlich auch hier machen, aber im Vorfeld konnten wir die Personen nicht kontaktieren, die wir irgendwie interessant fanden, weil halt, wie gesagt, die gängigen Social-Media-Plattformen gesperrt sind. Also es ist alles so sehr, sehr schwierig, aus dem Ausland irgendwie hier sozusagen Kontakt zu Menschen aufzubauen, vor allem wenn man noch nie hier gewesen ist und kein Gefühl dafür hat. Und dann vor Ort war es halt auch schwierig aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse unsererseits und auch ja, der Leute hier. Und dementsprechend ja, haben wir das jetzt erstmal sein gelassen. Beim nächsten Mal wissen wir ein bisschen besser, wie wir auch sowas machen könnten. Und genau, deswegen, ja, war ein guter kleiner Dip mit dem kleinen C. Sightseeing-Programm, ne? Ja, das letzte Mal. Das letzte Mal. Peking. Das Herz eines Landes, das sich nie ganz öffnen wollte und nie ganz verschließen ließ. Wir stehen an einem Ort historischer Schwere, wie ihn wohl jede Hauptstadt der Welt irgendwo hat. Hier ist es der Tian'anmen-Platz. 1949 wurde hier die Volksrepublik ausgerufen. 1976 versammelten sich Hunderttausende, um Abschied von Mao zu nehmen. Und 1989 wurde der Platz des himmlischen Friedens zu einer Bühne staatlicher Gewalt. Gleich dahinter beginnt die verbotene Stadt. Jahrhundertelang war sie das Machtzentrum eines Imperiums. Niemand durfte sie betreten, außer einer kleinen Elite. Heute ist sie ein Ort des Spektakels, überflutet von Menschenmassen, von Reisegruppen, von Besuchern aus aller Welt. Während sich die Mauern der verbotenen Stadt geöffnet haben, hat China an anderer Stelle neue errichtet. Vor allem im Internet. Wer hier lebt, lebt mit Filtern, mit Sperren, mit Verboten. Kein Instagram, kein YouTube, kein Google. Und wir fragen uns, ist das wirklich so falsch? Hat das freie Internet unsere Gesellschaft gerechter gemacht oder bloß lauter, aggressiver, gespaltener? Leben wir nicht längst selbst unter einer neuen Art von Zensur, kuratiert von amerikanischen Tech-Konzernen, gelenkt von Algorithmen, gesperrt in Echokammern und geflutet mit Informationen, bei denen wir kaum noch zwischen Lüge und Wahrheit unterscheiden können? Was ist gefährlicher? Die Kontrolle über Informationen oder ihre völlige Entgrenzung? Vielleicht liegt die Wahrheit wie so oft dazwischen. Der eigentliche Skandal aber ist nicht, dass China kontrolliert, sondern dass wir uns einreden, wir würden es nicht.
verbotene Stadt und Tiananmen-Platz war auf jeden Fall nochmal Next Level in China, was so Massentourismus angeht. Ja, sind halt auch wahrscheinlich mit die größten Sehenswürdigkeiten im Land. Deshalb war es übertrieben voll. Wir haben halt auch in so einer Gruppentour teilgenommen, weil ja, wir keine Tickets mehr sonst online bekommen hätten als ja, Individualbesucher sozusagen. Und das hat sich ein bisschen als Fail herausgestellt. Es waren halt 18 Leute und die arme Frau war halt eigentlich nur damit beschäftigt, irgendwie die Gruppe zusammenzuhalten in dem ganzen Gewusel. Und ja, hätte man sich auf jeden Fall auch sparen können. Wäre auf jeden Fall cooler, das irgendwie so selbstständig irgendwie besuchen zu können. Vielleicht an einem Tag, wo weniger los ist. Aber ja, jetzt haben wir es gesehen. Und ja, generell ist Peking auch nochmal auf jeden Fall deutlich anders als die anderen Großstädte, die wir in China bislang gesehen haben. Also es ist halt ja, weniger modern. Also die U-Bahnhöfe sind deutlich älter. Es sind auch deutlich weniger Elektroautos auf den Straßen. Und die Luftverschmutzung ist auf jeden Fall hier deutlich zu spüren. Also es ist auf jeden Fall smogig. Und ja, ist auf jeden Fall auch ein Stück teurer, also sowohl was Essen angeht, als auch so Kleinigkeiten wie ja, Metro. Ist jetzt im Vergleich zu Deutschland trotzdem alles sehr günstig, aber halt für chinesische Verhältnisse. Unsere Gruppenleiterin gerade hat auch erzählt, dass sie ja, dass viele Leute quasi ja, mehr oder weniger auch verdrängt werden aus dem Innenstadtbereich, also aufgrund der steigenden Immobilienpreise. Ich glaube, man zahlt hier mittlerweile 5.000 € pro Quadratmeter. Und ja, ist schon happig. Sie meinte halt auch, dass es für ja, viele jüngere Leute auch ein Grund ist, weshalb sie keine Kinder haben wollen und keinen Nachwuchs haben wollen, weil es halt teuer ist, das Leben ist teuer. Ja, interessant. Also Peking für mich auf jeden Fall bislang der Ort in China in einem Monat, den ich am wenigsten mag, glaube ich. Wir haben jetzt so eine Busfahrt gebucht zur chinesischen Mauer. Ja, sind wir mal gespannt. Wir hoffen, dass es nicht ganz so überlaufen ist und dass wir so ein bisschen auch in Ruhe ja, auf der Mauer entlang wandern können. Ja, sind jetzt, glaube ich, 1,5 bis 2 Stunden mit dem Bus unterwegs und ja, ich bin mal auf jeden Fall gespannt. Manchmal wirkt es, als würde die Welt näher zusammenrücken. Als würde sie kleiner, vernetzter, vertrauter. Wir können überall hinfliegen, alles googeln, fast jeden erreichen, jederzeit. Und doch fühlen sich die Distanzen größer an als je zuvor. Wir leben in einem globalen Dorf und bauen gleichzeitig neue Zäune um jedes einzelne Haus. Wir sprechen von Freiheit, aber überwachen unsere Nachbarn. Wir feiern Diversität und verteidigen Grenzen. Die chinesische Mauer diente einst der Abschottung. Heute steigen hier Menschen aus aller Welt über dieselben steinernen Stufen. Wir hören Ukrainisch und Russisch, Arabisch und Hebräisch. Wir hören Gelächter und Genörgel, aber keinen Streit. Und während wir schweigend in die Ferne blicken, fragen wir uns, was wohl wäre, wenn wir den Mut aufbringen würden, Mauern nicht nur zu überqueren, sondern einzureißen. China hat sich in den letzten Jahren geöffnet. Langsam, vorsichtig, widersprüchlich, aber geöffnet. Gleichzeitig scheint sich der Westen immer weiter zu verschließen. Nicht nur politisch, sondern auch emotional. Wir schieben ab, wir sortieren aus, wir machen zu. Nicht nur unsere Grenzen, sondern vor allem unsere Herzen. Vielleicht ist das ein letztes Zucken vor einer Entwicklung, die sich nicht mehr aufhalten lässt. Oder aber ein stiller Beweis dafür, dass die Idee einer freien, gerechten, grenzenlosen Welt nie mehr war als eine schöne Illusion. Wir jedenfalls glauben daran, dass es Alternativen gibt. Und dass jede Mauer, so alt und mächtig sie auch scheint, irgendwann bröckeln kann. Letzter Abend in China. Wie geht's dir? Ja, ganz gut. Also ich fand die Zeit hier wirklich spannend und es hat Spaß gemacht, aber zum Ende hin freut man sich jetzt, dass es weitergeht, ne? So die letzten Ausflüge haben nochmal wirklich an den Nerven gezerrt, muss ich sagen. Also ich finde es einerseits gut, dass
wir nicht in Peking unsere China-Reise gestartet haben, weil ich glaube, das hätte eine sehr abschreckende Wirkung gehabt. Ja. Andererseits finde ich es ein bisschen schade, dass das quasi jetzt das Ende ist. Es war jetzt auch nicht so dramatisch oder so, aber um es kurz zu fassen, uns hat Peking wirklich nicht so gut gefallen. China hat uns wunderbar gefallen. Also wir hatten eine wirklich schöne Zeit und ist ein sehr, sehr spannendes und vielseitiges Land. Ein sehr interessantes Land. Und ja, wir können uns, glaube ich, beide gut vorstellen, nochmal herzukommen. Aber ja, Peking, da ist der Funke gar nicht übergesprungen. Es sind ja immer so ganz, ganz individuelle Erfahrungen. Ja. Ich glaube, es gibt bestimmt Leute, die Peking ganz toll finden und die in Peking eine wunderbare Zeit hatten. Und ich meine, hier leben auch ganz viele Menschen und die finden bestimmt die Stadt auch nicht alle ganz schrecklich so. Es war halt für uns einfach so. Es sind sicherlich mehrere Faktoren, aber halt jetzt die Sehenswürdigkeiten, die wir hier gesehen haben, so, das war halt alles ein bisschen zu viel. So. Ja. Für mich auf jeden Fall. Für mich Das auch. war Ich kann mich da anstrengend. nur anschließen. Was hat dich denn in China am meisten überrascht? Oder an China? Hast du irgendein Highlight? Ich glaube, Chongqing war für mich ein Highlight. Ja. Also so da von dem Park aus, so auf die Brücke zu gucken und wie die Lichter dann angehen und so. Das war irgendwie wie New York, aber halt anders, halt Chinesen-Style. Aber cool, richtig cool. Also so, wo man sich dachte, wow. Ja, mir fällt jetzt gar kein einzelnes Highlight ein. Für mich war einfach so, ich fand es eine schöne Reise, es war eine schöne Rundreise, so. So ganz klassisch. Ich finde halt, China ist wirklich ein Land, das manchmal anstrengend ist, aber dennoch ist es sehr, sehr einfach zu bereisen. Ja, Ja, und ich finde es auch super, dass dass China sich geöffnet hat. ja, Also, dass China auch sich der Welt geöffnet hat, wirtschaftlich sich geöffnet hat, aber halt auch jetzt sozusagen für den Tourismus geöffnet hat. Dass ja, wir zum Beispiel als deutsche Staatsbürger, und das betrifft ja nicht nur uns, sondern es sind sehr, sehr viele Länder davon betroffen, dass man quasi ja, visafrei für 30 Tage rein darf. ja, das ist voll gut. Es ist halt, glaube ich, für uns viel leichter nach China zu reisen als für Chinesen in den Schengen-Raum. Irgendwie ist das nicht fair. Ja, und es ist halt einfach schön, sich gegenseitig dadurch kennenzulernen, dass das halt einfach einen Austausch ermöglicht, das ermöglicht, Vorurteile abzubauen und das Bild von Europa in der Welt hat sich auch ein bisschen gewandelt. Wir sind nicht mehr der strahlende Stern, zu dem alle aufblicken. So, auch hier gibt es Vorbehalte und Vorurteile vielleicht auch und auch Bilder, die vielleicht irgendwie in den sozialen Medien sich schneller verbreiten als die positiven Bilder. Weißt du? Ja, ich glaube, es täte auch uns gut, wenn Leute leichter nach Europa reisen könnten, um zu sehen, wie Europa ist. Und auch die schönen Seiten von Europa zu sehen und nicht nur dieses Bild im Kopf zu haben von irgendwie einem Kontinent, der langsam so, ja. Es ist ja auch schön, wenn Leute von der anderen Seite der Welt extra kommen, um unser Land kennenzulernen oder zumindest einen Einblick zu bekommen. Und das sollte man noch teilen und nicht nur für sich sozusagen haben wollen. Ja, einfach weniger Grenzen auch im Kopf. Genau. Dann sehen wir uns im nächsten Land. Dann Ratet mal, wo es hingeht. Ja, genau. Ratet mal, wo es hingeht. Ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr eventuell Interesse hättet an einem kleinen China-Laber-Video, Ja. wo wir vielleicht einfach auch ein paar Infos teilen, die es jetzt in diese 3 Videos nicht geschafft haben. Also vielleicht auch ganz praktische Dinge, jetzt das Reisen betreffend. Und ja, ansonsten sehen wir uns im nächsten Land. Ciao, Kakao.